Geschichte 1. Letzte Woche Abenteuer. Hallo Stefan, wie war deine Woche? Hallo Klaus, sehr gut, danke der Nachfrage. Erzähl mir davon, was hast du gemacht? Ich bin letzten Samstag nach Berlin gefahren. Berlin, das ist weit weg. Wie lange? Ich bin um 5 Uhr morgens losgefahren. So früh? Bist du mit dem Zug gefahren? Ja, mit dem Zug. Die Fahrt war schön. Wie lange hat die Fahrt nach Berlin gedauert? Die Fahrt hat ungefähr 3 Stunden gedauert und sie war sehr entspannend. Und dann, was hast du dort gemacht? Ich habe das Schloss Charlottenburg am Samstag besucht. Das Schloss, war es schön? Wie alt ist es? Wunderschön, sehr alt, vielleicht 400 Jahre alt. Und viele Menschen waren dort, ja? Ja, es waren echt viele Leute da und deswegen war es ziemlich voll. Ist der Eintritt teuer gewesen? Wie viel hat es gekostet? 15 Euro, das war sehr günstig. Günstig für so ein schönes Schloss. Und am Sonntag? Am Sonntag habe ich ein Museum mit meiner Schwester besucht. Deine Schwester, sie lebt in Berlin? Ja, sie kennt die Stadt gut, da sie dort arbeitet. Das ist praktisch. Und das Museum, war es interessant? Fantastisch! Wir haben viele alte Kunstwerke gesehen. Kunstwerke, von welcher Zeit? Vom Mittelalter? Von vielen verschiedenen Zeiten, sehr unterschiedlich. Wie lange wart ihr im Museum? 4 Stunden, vielleicht etwas länger. 4 Stunden? Das ist lange, nicht wahr? Ja, aber die Zeit ist schnell vergangen. Das freut mich. Die Reise war erfolgreich? Ja, wirklich die beste Woche für mich. Das höre ich gerne. Du siehst glücklich aus. Ja, ich bin wirklich sehr glücklich. Geschichte 2. Urlaub Erlebnisse. Hallo Anna, wo warst du im Urlaub? Hallo Maria, ich war in Spanien. Spanien, das ist weit weg von hier. Ja, ich bin nach Barcelona für 2 Wochen geflogen. Barcelona, wie lange hat der Flug gedauert? Der Flug hat ungefähr 3 Stunden gedauert. 3 Stunden? War der Flug angenehm? Ja, er war sehr ruhig und angenehm. Und Barcelona, war die Stadt schön? Ja, die Stadt war wunderbar. Ich liebe Barcelona. Was hast du dort besucht? Museen? Ja, ich habe die Sagrada Familia am ersten Tag besucht. Die Sagrada Familia, sie ist sehr berühmt und viele Leute besuchen sie jedes Jahr. Ja, sehr berühmt. Die Kirche ist riesig und beeindruckend.
Ist die Kirche alt? Ja, sie ist über 100 Jahre alt, aber sie wird immer noch gebaut. Und du hast auch den Park gesehen, oder? Ja, der Park war fantastisch und sehr bunt. Bunt? Wie bunt? Es gab viele Mosaike, blau, grün, rot und gelb. Das klingt wunderschön. Und das Meer? Das Meer ist herrlich gewesen. Ich habe am Strand gegessen. Am Strand? Was hast du gegessen? Ich habe Paella und frische Meeresfrüchte gegessen. Paella, das ist typisch spanisch, oder? Ja, das Essen war sehr lecker und frisch. Wie lange bist du in Barcelona geblieben? 2 Wochen. Aber die Zeit ist schnell vergangen. 2 Wochen ist eine lange Zeit. Das ist schön. Ja, ich möchte nächstes Jahr wieder dorthin fahren. Das freut mich. Du brauchst die Ruhe. Ja, Barcelona ist wirklich wunderbar für mich. Geschichte 3. Arbeitsgeschichte. Hallo Petra, wie war dein Arbeitstag? Hallo Robert, mein Tag war sehr interessant. Interessant. Was ist passiert? Erzähl mir bitte, wie es war. Mein Chef hat mir einen neuen Job gegeben. Einen neuen Job? Das ist toll für dich. Ja, der Job ist viel besser als vorher. Besser? Wie ist er besser? Mehr Geld? Ja, mehr Geld und mehr Verantwortung. Mehr Verantwortung. Das klingt wichtig für dich. Ja, ich leite jetzt ein großes Team. Ein Team? Wie viele Menschen sind im Team? 10 Menschen arbeiten jetzt unter mir. 10. Das ist viel Verantwortung für dich. Ja, aber ich bin bereit und gut vorbereitet. Das glaube ich. Wann beginnst du? Nächsten Montag beginne ich mit dem neuen Job. Nächsten Montag? Da ist es ja schon bald. Bist du nervös? Ja, ich bin aufgeregt und nervös zugleich. Das ist normal, denn am Anfang sind alle nervös. Ja, ich weiß, aber ich bin bereit dafür. Was passiert mit deinen alten Kollegen? Sie sind traurig, aber sie verstehen es. Ich denke, dass sie dich vermissen werden. Ja, ich war im alten Team sehr beliebt. Das glaube ich. Du bist toll und nett. Danke, Robert, das ist sehr nett von dir. Und das neue Büro? Ist es groß und schön? Ja, sehr groß und schön, mit toller Aussicht. Aussicht? Worauf siehst du aus dem Fenster? Auf die ganze Stadt, es ist sehr schön. Das ist fantastisch für dich. Herzlichen Glückwunsch! Danke, ich bin sehr glücklich und dankbar. Geschichte 4. Reisen und Abenteuer. Hallo Elisabeth, du reist gerne, nicht wahr? Hallo Friedrich. Ja, ich reise sehr gerne.
Wohin bist du gereist? Erzähl mir davon. Ich bin letzten Monat nach Thailand gereist. Thailand, das ist sehr exotisch und weit weg. Ja, es war wunderbar und beeindruckend. Wie lange warst du in Thailand? Ich war insgesamt 3 Wochen dort. 3 Wochen, das ist lange, sehr lange. Ja, aber ich wollte viel sehen und erleben. Was hast du gesehen? Tempel oder Strände? Ich habe Tempel, Strände und Berge gesehen. Tempel. Wie alt waren die Tempel? Sehr alt? Sie waren über 500 Jahre alt. 500 Jahre, das ist wirklich sehr alt. Ja, sie waren wunderschön und beeindruckend. Und die Menschen dort, wie waren sie? Die Menschen waren sehr freundlich und nett. Freundlich, das ist schön zu hören. Ja, alle haben mich angelächelt. Sehr nett. Und das Essen, war es gut und lecker? Das Essen war sehr exotisch und lecker. Exotisch, mochtest du die Gerichte? Hast du probiert? Ja, ich habe jeden Tag neue Gerichte probiert. Welche Gerichte? Tom Yum oder Pad Thai? Ja, ich habe Tom Yum und Pad Thai gegessen. Das ist typisch Thai, sehr lecker. Ja, alles war sehr lecker und scharf. Scharf, war das nicht zu scharf für dich? Ein bisschen, aber ich mochte die Würze. Das freut mich. Möchtest du wieder dorthin reisen? Ja, ich möchte nächstes Jahr wieder gehen. Geschichte 5 Wochenende-Aktivitäten. Hallo Markus, wie war dein Wochenende? Hallo Laura, mein Wochenende war sehr toll. Toll. Und erzähl mal, was hast du am Wochenende gemacht? Ich bin am Samstagmorgen ins Fitnessstudio gegangen. Fitnessstudio? So früh am Samstagmorgen? Ja, um 8 Uhr morgens. 8 Uhr, das ist sehr früh für einen Samstag. Ja, aber danach bin ich fit und glücklich. Wie lange hast du trainiert? 1 oder 2 Stunden? 2 Stunden, das war ein gutes Training. 2 Stunden? Das ist lange für einen Samstag. Ja, aber mir gefällt Sport sehr. Das verstehe ich. Und am Sonntag? Was hast du gemacht? Am Sonntag habe ich meine ganze Familie besucht. Deine Familie? Alle zusammen? Eltern, Geschwister? Ja, alle haben zusammen beim Mittagessen gesessen. Mittagessen? Was habt ihr gegessen? Etwas Besonderes? Meine Mutter hat Schnitzel mit Kartoffeln gekocht. Schnitzel, das ist lecker. Ja, das Essen war fantastisch und köstlich. Und nach dem Essen, was habt ihr dann gemacht? Wir haben zusammen Spiele gespielt. Spiele? Welche Spiele habt ihr gespielt? Wir haben Monopoly und Kniffel gespielt. Monopoly, das dauert lange, oder?
Ja, wir haben 3 Stunden am Sonntag gespielt. 3 Stunden. Wer hat gewonnen? Mein Bruder hat gewonnen, weil er sehr gut ist. Dein Bruder. Das ist schön für ihn. Ja, es war ein sehr schönes Wochenende. Sehr schön. Ist deine Familie jeden Sonntag zusammen? Ja, jeden Sonntag treffen wir uns. Jeden Sonntag. Das ist toll. Ja, das ist eine wichtige Tradition für uns. Tradition ist wichtig. Das verstehe ich sehr gut. Ja, Familie ist das Wichtigste im Leben. Geschichte 6. Kindheit-Erinnerungen. Hallo David. Du sprichst von deiner Kindheit. Hallo, Christine. Ja, ich erinnere mich an vieles. Woran erinnerst du dich? Erzähl mir davon. Ich erinnere mich sehr an die Schule. Die Schule. Wie alt warst du damals? Ich war 6 Jahre alt in der Grundschule. 6 Jahre. Das ist sehr jung. Ja, ich war damals noch sehr klein. Woran erinnerst du dich besonders? Mein Lehrer war sehr nett und gut. Ein netter Lehrer. Das ist schön zu hören. Ja, er hat den Unterricht sehr interessant gemacht. Wie hat er das gemacht? Er hat Geschichten erzählt. Außerdem hat er mit uns gespielt. Er hat mit euch gespielt. Das ist toll. Ja, das war das Beste in der Schule. Und deine Freunde? Hattest du Freunde dort? Ja, ich hatte viele Freunde damals. Viele Freunde. Mit wem hast du am meisten gespielt? Ich habe oft mit einem Jungen namens Tim gespielt. Tim. Kennst du ihn heute noch? Nein, ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Das ist schade. Das tut mir leid. Ja, aber ich erinnere mich noch an ihn. Gute Erinnerungen? Ja, sehr gute und schöne Erinnerungen. Was habt ihr zusammen gespielt? Spiele im Hof? Ja, wir haben Fußball und Fangen gespielt. Hast du Fußball damals sehr geliebt? Ja, ich habe sehr gerne Fußball mit Freunden gespielt. Das verstehe ich. Eine schöne Kindheit für dich. Ja, die Kindheit war wirklich wunderbar für mich. Geschichte 7. Persönliche Erlebnisse. Hallo Sophia, wie geht es dir heute? Hallo Thomas, mir geht es gut, danke. Du siehst etwas anders aus. Deshalb frage ich, ist alles okay? Ja, aber ich hatte letzten Freitag einen Unfall. Einen Unfall? Oh nein, bist du verletzt? Ein bisschen, aber jetzt geht es mir besser. Was ist passiert? Erzähl mir. Ich bin mit meinem Fahrrad in der Stadt gefahren. Mit dem Fahrrad? Das ist normalerweise sicher, oder? Ja, aber plötzlich hat jemand die Autotür geöffnet. Eine Autotür?
Das ist sehr gefährlich. Ja, ich konnte nicht schnell genug bremsen. Bist du dann vom Fahrrad gefallen? Ja, ich bin auf die Straße gefallen. Oh nein, wo hast du dich verletzt? Ich habe mir das Knie und meinen Arm verletzt. Knie und Arm? Das klingt ernst. Warst du beim Arzt? Ja, ein Mann hat mir geholfen und den Krankenwagen gerufen. Wirklich? Warst du im Krankenhaus? Nein, ich war nur beim Arzt. Das war genug. Was hat der Arzt gesagt? Er hat gesagt, dass es nicht sehr schlimm ist. Das ist eine gute Nachricht. Ja, nur kleine Verletzungen und ein paar blaue Flecken. Wie lange brauchst du zum Heilen? Ungefähr 2 Wochen, hat der Arzt gesagt. 2 Wochen? Das ist nicht so lang. Nein, ich bin froh. Es hätte schlimmer sein können. Da hast du recht. Du hattest Glück. Ja, aber mein Fahrrad war leider kaputt. Oh nein, dein Fahrrad auch? Ja, das Vorderrad war verbogen. Ich habe es am Samstag repariert. Gut, dass du es reparieren konntest. Ja, jetzt fühle ich mich wieder sicherer. Das freut mich. Du bist stark. Danke, Thomas. Du bist ein guter Freund. Gerne. Freunde unterstützen sich. Das stimmt. Danke für deine Unterstützung. Geschichte 8. Beziehungen und Freunde. Hallo Ingrid, hattest du heute Besuch? Hallo, Jürgen. Ja, ein alter Freund hat mich besucht. Ein Freund? Wer war das? Erzähl mal. Mein bester Freund aus der Schulzeit. Aus der Schulzeit? Wie lange kennt ihr euch? Wir kennen uns schon seit 15 Jahren. 15 Jahre? Das ist lange. Ja, aber wir haben uns lange nicht gesehen. Lange nicht. Wie lange ungefähr? Etwa 5 Jahre. Das ist wirklich lange. 5 Jahre. Wie habt ihr euch gefühlt? Wir waren aufgeregt und ein bisschen nervös. Nervös? Warum denn? Wir haben Angst gehabt, dass wir uns sehr verändert haben. Und habt ihr euch verändert? Ja, aber wir sind trotzdem noch beste Freunde. Das ist schön. Was habt ihr zusammen gemacht? Wir haben Kaffee getrunken und viel geredet. Worüber habt ihr gesprochen? Über unser Leben, unsere Familien und unsere Träume. Das klingt schön. Tiefe Gespräche sind wichtig. Ja, es war wunderbar und unvergesslich. Wie lange war er bei dir? Er war 5 Stunden bei mir. 5 Stunden? Das ist lange. Ja, aber die Zeit ist schnell vergangen. Und dann? Hat er sich verabschiedet? Ja, und wir haben unsere Nummern ausgetauscht. Werdet ihr euch wieder treffen? Ja, wir treffen uns nächsten Monat wieder. Das ist wunderbar. Ich freue mich für dich. Geschichte 9. Schulzeit und Lernen.
Hallo Gisela, warst du heute Lehrerin? Ja, ich war heute einen ganzen Tag lang Lehrerin in der Schule. Einen ganzen Tag? Das klingt anstrengend. Ja, es war sehr schwer und sehr anstrengend für mich. Schwer? Warum war es so schwer? Die Schüler waren wild, laut und überhaupt nicht ruhig. Oh je, das ist wirklich anstrengend. Ja, sehr anstrengend. Aber ich habe bis zum Ende durchgehalten. Was hast du unterrichtet? Welches Fach? Ich habe Deutsch unterrichtet, den ganzen Tag. Deutsch. Die Grammatik ist schwierig für Anfänger. Ja, die Grammatik war schwer zu erklären. Wie viele Schüler waren im Klassenzimmer? Es waren 25 Schüler im Klassenzimmer. 25? Das ist viel. Ja, nach diesem Tag war ich sehr müde und komplett kaputt. Wie lange hast du unterrichtet? Ich habe 4 Stunden ohne Pause unterrichtet. 4 Stunden? Das ist lang. Ja, am Ende war ich total müde und erschöpft. Aber haben die Schüler etwas gelernt? Ja, sie haben viel gelernt und waren gut konzentriert. Das ist wichtig, oder? Ja, das war mein Ziel für den ganzen Tag. Hast du auch Grammatik und Vokabeln unterrichtet? Ja, ich habe Grammatik und viele neue Wörter unterrichtet. Möchtest du später Lehrerin werden? Nein, das möchte ich in meinem Leben nicht. Warum nicht? Das ist doch interessant. Es war zu stressig für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden. Das verstehe ich gut. Aber ich habe viel über mich und meine Fähigkeiten gelernt. Das ist sehr wertvoll. Ja, ich weiß jetzt, was ich im Leben wirklich will. Das ist gut. Die Erfahrung war wertvoll für dich. Ja, sehr wertvoll. Ich bin jetzt glücklich. Geschichte 10 Familiengeschichte. Hallo Rosa, erzählst du mir von deiner Familie? Hallo Felix. Ja, ich erzähle dir eine Geschichte. Eine Geschichte? Was ist passiert? Mein Großvater hat mir eine Geschichte erzählt. Dein Großvater, wie alt ist er? Er ist 80 Jahre alt. 80, das ist alt und weise. Ja, er ist sehr klug und erfahren. Was hat er erzählt? Er hat von seiner Jugend und seinem Leben erzählt. Von seiner Jugend, das ist interessant. Er hat gesagt, dass er lange Soldat war. Ein Soldat, das ist hart. Ja, er war lange im Krieg. Im Krieg, das ist schwer. Ja, es ist sehr schwer gewesen. Er hat mir alte Fotos gezeigt. Alte Fotos, schwarz-weiß? Ja, Fotos von 1945.
das ist historisch und interessant. Ja, alle Fotos waren in Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, das ist nostalgisch. Ja, ich habe gesehen, wie jung er damals gewesen ist. Jung, das ist interessant. Ja, ich habe ihn damals noch nicht so gut gekannt. Und danach? Was ist nach dem Krieg passiert? Nach dem Krieg hat er meine Großmutter geheiratet. Das ist schön, sehr romantisch. Ja, sie waren 60 Jahre verheiratet. 60 Jahre, das ist lange und wertvoll. Ja, sie waren glücklich zusammen. Das ist wunderbar. Familie ist wichtig. Ja, die Familie ist das Wichtigste. Lebt deine Großmutter noch? Nein, sie ist vor 5 Jahren gestorben. Vor 5 Jahren, das tut mir leid. Ja, aber ich erinnere mich gern an sie. Die Liebe bleibt immer, oder? Ja, die Liebe bleibt immer im Herzen. Das sind die wichtigsten Wörter aus der heutigen Folge. Bitte liken Sie unser Video, das hilft uns sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.